Aloha, schöne Seele. Ich grüße dich herzlich hier auf meinem Kanal und freue mich, dass du mir jetzt einen Augenblick deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit schenkst. Ich möchte dir hier einen Einblick in die Channel News Nummer 53 ermöglichen. Saint-Germain als Ratgeber, ein Weg zu mehr Lebensenergie. Ein sehr spannendes Thema und auch sehr interessant von ihm dargelegt. Unter anderem behandelt er Ausreden wie Ja, aber und die Frühlingsmüdigkeit und vieles mehr ist Thema. Ich wünsche dir jetzt also viel Vergnügen bei diesem Einblick und danke von mir zu dir. Alles Liebe. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Adriana Meisser. Ich arbeite seit 17, 18 Jahren als Coach und Channel-Medium. Und es ist doch schon eine ganze Weile, denn ich habe mit 23 damals meine Berufung gefunden. Und ich freue mich sehr, heute Abend mit dir auf diese Weise verbunden zu sein. Fühl dich ganz herzlich willkommen in dieser Gruppe der Channeled News, sozusagen Gruppe, wo es monatlich darum geht, ja, ein bisschen einzutauchen in die Worte aus der geistigen Welt, in eine, lass mich mal so sagen, höhere Sichtweise auf die Dinge. Und ja, ich freue mich einfach sehr, dass du heute hier mit dabei bist. Lass mich da mal kurz im Chat gucken, ob da schon was geschrieben steht. Mal gucken, jetzt sehe ich's. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, wie schön. Oh, ihr seid so aus verschiedenen Orten, das überwältigt mich jedes Mal, wie unglaublich es ist, dass wir aus so vielen Orten sozusagen geistig zusammenfinden und einfach einen Augenblick miteinander sein können. Also schön, bist du da. Und ich grüße natürlich heute auch ganz besonders die Community mit dem Jahresstudium mit Saint-Germain, und zwar deswegen so besonders, weil ich da nachgefragt habe, was es denn so für Themen gäbe, die mal interessant wären, von Saint-Germain genauer beleuchtet zu werden. Und ich möchte mich ganz herzlich und wirklich aufrichtig bedanken für euer Mitwirken. Ich habe da vor mir einen Zettel an die Wand geklebt mit vielen, vielen, vielen eurer Fragen drauf und bin natürlich sehr gespannt, worauf Saint-Germain heute eingehen wird. Also besten Dank für euer Mitwirken. Und ja, da gibt's noch was Neues, worauf ich mich auch unglaublich freue, nämlich auf den 8. Mai. Diejenigen, die mich schon länger kennen, die haben vielleicht schon mal die Möglichkeit genutzt, in der Elima-Oase in Altendorf mit mir gemeinsam zu meditieren. Und jetzt, nach über 2 Jahren, mehrheitlich vor der Kamera oder mit der Kamera zu arbeiten, freue ich mich unglaublich, mal wieder mit echten Menschen, so ist zumindest das Gefühl, in Verbindung zu kommen. Wenn du also Lust hast, am 8. Mai nachmittags, du findest dann zu einem späteren Zeitpunkt alle Informationen auf meiner Webseite dazu, mit mir und mit Saint-Germain zu meditieren, zum Muttertag. Es geht sicherlich auch um die Ahnen und Ahninnen, um das Ehren der Mutter, um die Verbindung mit Mama Gaia, die Mutter dieser Erde. Oh, ich freue mich also riesig, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Dann save the date, 8. Mai nachmittags. Ich freue mich. Und jetzt freue ich mich unglaublich, in diese Channel News einzutauchen. Und bitte dich oder lade dich dazu ein, jetzt erstmal mit mir gemeinsam so richtig anzukommen in dieser Präsenz, in deiner eigenen Präsenz, in der Gegenwart. Und atme. Atme tief und bewusst. Und währenddem wir atmen, schau auch mal kurz in den Chat und lass es auf mich wirken, dass du da bist. Das ist unglaublich. Einfach schön. Schön bist du da. Also, lass uns eintauchen in diesen heutigen Abend. Atme tief und bewusst. Vielleicht magst du die Augen schließen, damit du so ganz bei dir ankommen kannst.
und fühle ganz tief in dich hinein. Versuche im Prinzip deinen inneren Körper, den Körper von innen her wahrzunehmen. Und lächle. Weißt du, wie schön das jetzt gerade ausschauen muss, wenn man uns so von oben sieht, wie wir da verbunden sind und gemeinsam atmen und lächeln? Das muss doch ein unglaublich schönes Bild geben. Ich erfreue mich daran und währenddem ich jetzt mich einstimme in das Channeling mit Graf von Saint-Germain, bitte ich dich, bleib bei dir, ganz bei dir, hier so präsent wie nur möglich in deinem Körper, in deinen Gefühlen, in dem Wahrnehmen von dir selbst. Das ist eine wunderbare Übung, die dir auch später im Alltag von großem Nutzen ist. Also, viel Vergnügen. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ist mir eine ganz besondere Freude. Eine ganz besondere Freude, heute und jetzt in diesem Augenblick mit dir verbunden zu sein und in einer Gruppe etwas Neues und gleichzeitig Altes in dir neu zu sortieren. Und ich habe viele mitgebracht. Viele, damit meine ich dein geistiges Team, und dazu gehören heute tatsächlich viele. Viele aufgestiegene Meister, viele Erzengel und Engel, falls dir dieses Verständnis von Energiequalitäten naheliegt, und auch Schutztiere sind da. Und manchmal auch Ahnen und Ahninnen. Ja, wir, die wir nicht in der irdischen Verstrickung feststecken, wie du dich manchmal wahrnimmst, wir sind immer an deiner Seite. Ein Gedanke reicht. Und du bist mit uns auf wunderbare Art und Weise verbunden. Bitte erinnere dich daran, in schwierigen Zeiten ganz besonders. Und ich glaube, eine dieser schwierigen Zeiten, in denen es jetzt immer wieder verzweifelt darum geht, bei euch nicht des Lebens müde zu sein, sondern der Müdigkeit und der Erschöpfung sozusagen den Rang abzugewinnen, freue ich mich, über dieses und weitere Themen mit euch jetzt mal kurz einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Viele von euch sind müde. Müde, dass so viel geschieht auf Erden, müde, dass das eigene Leben zu wenig Ruhe hat oder zu wenig Licht in sich birgt, dass zu wenig Freude da ist. Es ist sehr viel Müdigkeit und Erschöpfung in euch da und natürlich auch getriggert durch die Situation auf eurer Welt. Da ist vieles, kann man schon sagen, nicht ganz in Ordnung aus der bewertenden Sicht des Menschen. Und da sind wir schon bei einer weiteren Frage. Wie können wir von diesem stetigen Bewerten von richtig und falsch, gut und schlecht und dem eigenen Leistungsempfinden, damit immer gut sein zu müssen, auch den Rang ablaufen? Und meine Antwort auf beide Elemente ist das Jetzt. Wundert dich nicht wahr? Ja, wie kann es auch anders sein? In der Gegenwart ist der Schlüssel zu allen Problemen, Lösung enthalten. Das klingt so unglaublich einfach, es klingt zu einfach, um wahr zu sein. Wie soll ich denn diese Erschöpfung, die ich doch mit mir schleppe, gedanklich und physisch, diese unendliche Müdigkeit und dieses stetige Bewerten, wie soll ich das loswerden? Wie kann ich stark im Innern, in meinem Inneren verankert sein, in der Mitte sein, wenn das Außen mich doch so kraftvoll und verlockend ruft und mich an der Nase rumführt? Nun,
Ich habe schon oft darüber gesprochen. Es geht um dein Identifizieren mit deinem von dir erdachten Ich. Mit anderen Worten, mit der Illusion. Erinnere dich, sage ich dazu. Erinnere dich an dieses tiefe, lichtvolle, langsame Schwingen. Wir können es durchaus auch als ein schnelleres Schwingen bezeichnen, aber lass uns heute mal den Begriff langsame Frequenz, nicht tiefe, schlechte, negative Frequenz, sondern einfach nur langsamer, ruhiger, sanfter, als die unglaublich hohe Frequenz deines stetigen Denkers, deines Verstandes. Fühl mal tief in dich hinein. Und da gibt's schon bei vielen ein Fragezeichen. Was genau meint ihr damit? Meine Antwort darauf lautet: Finde deinen eigenen Weg, diese Frequenz deines Herzens, diese langsame Schwingung, dieses ewigliche, friedvolle Sein in dir zu entdecken. Nutze dein Leben dazu. Nutze den Alltag dazu, Studien, Feldstudien über dich selbst und deine Seele, deinen Weg auf Erden zu betreiben. Gib dich dir und deinem Leben hier und jetzt hin. Sobald dein Verstand dich wegträgt in die Zukunft oder er liebt es ja auch in der Vergangenheit zu weilen, bist du nicht ganz hier, bist du nicht ganz verbunden mit diesem jetzigen, einzigen, realen, wahren, gegenwärtigen Moment. Und wie schon gesagt, das löst Spannungen aus. Und diese stetige Spannung macht euch müde, erschöpft euren Körper, verleitet euch, Bewertungen nachzuschlendern und diese sogar noch für richtig zu erklären. Und schwächt euer komplettes Immunsystem und so weiter. Also, alles, was du glaubst, müsstest du noch erreichen. Irgendwann in Zukunft werde ich vielleicht mehr bei mir sein können. Irgendwann in Zukunft werde ich es vielleicht verstehen und über dieses Thema hinweggekommen sein. Ehrlich gesagt, schiebst du damit gegenwärtige Projekte in die Zukunft. Hilft nicht so sehr. Denn dort wirst du sie niemals erfüllen. Nichts erfüllt sich in der Zukunft. Denn diese ist eine Möglichkeit, Illusion vielleicht. Aber das, was jetzt ist, das bist du. Und du bist im Jetzt vollkommen. Wirklich ganz vollkommen. Du brauchst nichts zuzufügen und du brauchst nichts wegzumachen. Du bist vollkommen. Fühle mal ganz bewusst in diese Worte hinein und vor allem in das, was sie mit dir machen, in dieses Schwingen jetzt in dir. Und hör genau auf deinen Verstand, der das vielleicht beginnt zu bewerten oder sagt, das habe ich schon 1000-mal gehört, das weiß ich schon, aber. Was aber? Das Aber ist eine Ausrede. Es ist eine Ausrede dafür, dich wieder in die Zukunft oder in die Vergangenheit katapultieren zu lassen, anstatt einfach hier im Jetzt zu sein. Und vielleicht beobachtest du diesen interessanten Weg der Ausrede bei vielen deiner Mitmenschen. Es scheint der leichtere Weg zu sein. Ist es aber nicht. Es ist der anstrengende, mühselige, immer gleiche Weg, der auch immer zum gleichen Ziel oder Erfolg oder Misserfolg führt. Und ja, dessen seid ihr müde. Ihr seid des Irrsinns, des Lebens müde. Aber das Leben ist nichts Zukünftiges und auch nichts Vergangenes. Das Leben ist das, was hier und jetzt durch dich fließt. Alles, was du bist, ist Leben.
Das Leben ist schön. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen, denn ich sehe dich, wenn ich vom Leben spreche, dich und alles, was du bist. Und alle deine Mitmenschen. Ich schaue in die Welt und sehe sie lebendig. Und das erfreut mich.